So kannst du Knopfkrautpesto machen. Hallo ihr Lieben! Ich möchte euch heute zeigen, wie man dieses Knopfkrautpesto macht. Das ist bei uns das absolute Highlight in der Gartensaison gewesen. Vor allem, weil wir das Knopfkraut gar nicht angebaut haben, sondern es wie wild als Unkraut im Garten wächst. Unkraut sagt man ja nicht, Beikraut. Und Beikraut ist eigentlich genau das Richtige, weil Knopfkraut, beziehungsweise ihr kennt es vielleicht auch als Franzosenkraut, wirklich überall wächst. In allen Beeten, sobald man ein bisschen so sauber gemacht hat in den Beeten, ist Knopfkraut da, zumindest hier in der Prignitz. Und dann habe ich mal nachgeschaut und herausgefunden, dass das super gesund ist. Viel gesünder als so herkömmlicher Salat oder sowas. Und auch noch total würzig und lecker schmeckt. Und damit eigentlich ideal für ein Pesto. Für das Knopfkrautpesto brauchst du auch gar nicht viel. Eigentlich nur das Knopfkraut oder Franzosenkraut. Da musst du mal in deinem Garten schauen. Und ein bisschen Olivenöl, Knoblauch, Salz, vielleicht noch Sonnenblumenkerne, wenn du hast. Wenn nicht, auch nicht weiter schlimm. Die kann man auch nachträglich hinzufügen. Das Knopfkraut sammelst du einfach, also das heißt, du pflückst es, kannst es ruhig mit Wurzeln rausziehen, das wächst sowieso wieder nach und entfernst dann die gröberen Stiele. Bei unserem ersten Versuch haben wir Knopfkrautpesto mit Stielen probiert, die sind aber auch nach dem Häckseln etwas sehr holzig. Also die gröberen Stiele entfernen und die Blüten und die Blätter lässt du dann einfach dran. Und dann wäschst du die Blätter vom Knopfkraut und lässt sie ein bisschen abtrocknen. Zu viel Feuchtigkeit ist nicht gut, aber also ich halte das dann immer einfach um Sieb unter Wasser und schüttel es ein bisschen aus und das reicht dann auch schon. Und dann brauchst du einen Häcksler, eine Küchenmaschine, also kann man alles Mögliche für nehmen, ein Smoothie Maker. Da landen dann die Blätter drin mit Olivenöl. Wichtig ist, nimm immer nur kleine Portionen von den Blättern, also immer ein paar Blätter, dann Olivenöl, Knoblauch und Salz, ganz nach Geschmack. Und wie gesagt, wenn du möchtest, auch noch Kerne. Nicht den ganzen Mixer voll werfen, weil dann, also zumindest bei meinem günstigen Gerät, sich das nicht so gut dreht. Wenn du da eine Hightech-Küchenmaschine hast, ist das vielleicht anders. Aber meine Küchenmaschine habe ich geerbt von meiner Tante, die sie dann aussortiert hatte. Funktioniert wunderbar, da muss es nicht das High-End-Gerät sein. Man muss halt nur Schritt für Schritt vorgehen. Also wirfst du deine Sachen für das Knopfkrautpesto einfach da rein, lässt sie vom Mixer zerhäckseln und schon ist es fertig. Was du beachten solltest, wenn du das Knopfkrautpesto ins Glas füllst, ist, dass du es nicht bis oben hin füllst. Das heißt, immer einen Bereich oben frei lässt, damit du das mit Olivenöl aufgießen kannst. Der Rand muss auch unbedingt sauber sein vom Glas, sonst kann es sein, dass sich irgendwie Schimmel bildet. Wenn du aber sauber arbeitest und wirklich abgekochte, saubere Gläser nimmst, sollte gar nichts passieren. Dann ist das über Monate hinweg haltbar. Ich lagere es im Kühlschrank. Theoretisch müsste es auch gehen, wenn du es an einem kühlen Ort lagerst. Aber im Kühlschrank ist einfach die sichere Variante. Du kannst es natürlich auch zum Beispiel in Eiswürfelform einfrieren. Dann hast du für den ganzen Winter Knopfkrautpesto bis weit ins nächste Jahr hinein. Das Praktische am Knopfkraut ist übrigens, es wächst auch jetzt noch im Herbst, wo das meiste im Garten abgeblüht ist. Knopfkraut freut sich über den Regen und wuchert überall. Und wenn du möchtest, kannst du dein Glas dann natürlich noch gestalten. Ich habe hier ein paar Labels gemacht, auch mit Anleitung, was Knopfkraut ist und wie es verwendet werden kann. Das findest du dann alles auf funkelfaden.de zum Download. Wenn dir das Tutorial zum Knopfkrautpesto gefallen hat, freue ich mich, wenn du ein Like hinterlässt oder Funkelfaden hier auf YouTube folgst. Hinterlass mir doch gerne auch einen Kommentar, ob du bei dir im Garten auch Knopfkraut hast oder Franzosenkraut und ob du es schon mal verwendet hast und ob dich auch generell mehr Tipps zum Thema Garten-DIY interessieren. Bis dahin freue ich mich dann schon aufs nächste Mal. Bis dann!